Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um die Motorhaubenarretierung und wie man diese modifizieren kann, ohne dass man zusätzliche Löcher oder sonstiges bohren muss. Also um einen einfachen Umbau, der auch wieder rückstandslos zurückgebaut werden kann. Als erstes zeige ich euch mal, wie die Motorhaube standardmäßig aufgeht. Somit habt ihr immer diesen Hebel im Weg, wenn ihr das Ganze nicht wollt und eine automatische Arretierung haben möchtet, dann muss man das Ganze umbauen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So sieht das komplette Set aus, um die Arretierung der Motorhaube zu ändern. Alles entsprechend im Pärchen. Und zuerst heißt es, das Ganze zusammenbauen. Was ihr braucht, ist ein 12er Schlüssel und ein 12er Maulschlüssel oder einen längeren Schlüssel, damit man auch hier reinkommt, um es festzuhalten. So, als erstes müssen wir die Teile zusammenbauen. Ich habe leider keinen Maulschlüssel, also muss ich mir hier mit zwei solchen Schlüsseln behelfen. Das kommt hier rein, das hier und die Mutter. Das gleiche noch ein zweites Mal, weil wir auf zwei Seiten das Ganze machen werden. Jetzt nochmal gut festziehen. Jawohl. So, damit werden die zwei Teile fertig und jetzt geht es ab zum Auto, um es weiter einzubauen. Im ersten Schritt lösen wir die Schraube hier. Ist direkt die erste Schraube beim Scheinwerfer mit einer 10er Nuss. Danach holen wir das von uns zusammengebaute Halterung. Die kommt hier dran und die Originalschraube wird hier wieder reingedreht. Aktuell ziehe ich alles nur handfest an. Erst wenn später alles fixiert ist, ziehe ich es vollständig an. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Damit werden die unteren Halterungen fertig. Jetzt geht es hoch zu den oberen Halterungen. Kommen wir jetzt zu der oberen Befestigung. Hier haben wir zwei Schrauben. Wir benutzen die Schraube hier oben, die habe ich schon mal gelockert. Ist eine 13er Nuss, die man benötigt. Jetzt haben wir hier zwei Halterungen. Wie ihr seht, wenn ich die eine montiere, zeigt sie nach vorne. Wenn ich die andere montieren würde, würde sie nach hinten zeigen. Wichtig ist, dass man jetzt die nimmt, die nach vorne zeigt. Also die hier. Auch wieder handfest anziehen. Und jetzt geht das gleiche auf der anderen Seite weiter. Und jetzt geht es schon ab mit den Kolben befestigen. Okay, nachdem jetzt jeweils auf jeder Seite die Halterungen dran sind, müssen wir den Gaskolben dran machen. Das dicke Ende kommt nach oben
das dünne Ende nach unten. Und damit wir das auch gut machen können, mache ich die alte Halterung weg, damit ich flexibel bin, was die Position der Motorhaube angeht. Das wird einfach nur reingeklipst und genau das gleiche machen wir unten auch. Und jetzt machen wir genau das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und die Motorhaube hält. Jetzt nach dem Umbau sieht das Ganze so aus. Man kann die Motorhaube zumachen. Ich mache sie jetzt nicht ganz zu, sonst müsste ich wieder reinrennen und sie aufmachen. Und komplett hoch. Durch die Modifikation verliert ihr ungefähr 10-15 cm an Höhe, wie ihr seht. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, was ich noch geändert habe. Dieses Set verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Aber die Videobeschreibung anschauen, dort ist ein Link zu diesem Set, wo ihr es kaufen könnt. Eine Anmerkung habe ich noch. Ich habe jetzt zwei Sachen noch geändert. Das eine ist, hier müsst ihr das Ganze so im 45 Grad Winkel nach oben einstellen. Wieso? Wenn ihr die Halterung hier waagerecht montiert, dann dotzt dieses Ding beim Schließen hier an. Das will man natürlich nicht, also das Ganze ein bisschen in 45 Grad hier hoch machen und dann passt das. Und die zweite, viel wichtigere Modifikation ist, wie ihr seht, diese Halterung. Dadurch, dass die Kraft hier nach unten ausgeübt wird, hält natürlich die Schraube diese Halterung nicht waagerecht, sondern das drückt das Ganze nach unten. Und dieses vorher waagerecht montierte oder diese vorher waagerecht montierte Halterung, die geht dann nach unten, wie ihr seht. Und die drückt dann gegen dieses Plastik vom Scheinwerfer. Ihr macht euch also euren Scheinwerfer damit kaputt. Auf lange Sicht gesehen, nicht direkt beim ersten, zweiten Mal, aber irgendwann wird er vielleicht kaputt gehen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier mit der Flex das Ganze ausgeschnitten, so dass ich jetzt hier ungefähr 1 bis 2 mm Platz habe und diese Halterung somit an dieses Metall hier stößt. Also die Halterung stößt jetzt hier oben an dieses Metall und nicht mehr hier ans Plastik. Also das Plastik berührt jetzt, so sieht man es glaube ich am besten im Video, jawohl. Also die Halterung berührt jetzt das Plastik nicht mehr. Ganz wichtig, wie ihr seht, wenn man jetzt die Linie weiterzieht, wie stark das hier auf dieses Plastik einwirken würde. Okay, dennoch eine sehr simple Modifikation für wenig Geld mit den vorhandenen Halterungen oder Schrauben. Also es muss nichts extra gebohrt oder sonst irgendwas gemacht werden. Somit eigentlich eine simple Änderung. Wie gesagt, beachtet nur bei der Halterung unten links und rechts, dass ihr da einen gewissen Teil wegflexen müsst, damit ihr ja nicht auf das Plastik des Scheinwerfer drückt. Okay, das war's wie immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!